Er steht direkt an der Hauptstraße, unscheinbar. Doch der weiße Kasten verändert das kleine Örtchen Chotki total, denn damit haben alle 600 Einwohner Strom. Und einige wurden sogar geschult, um kleine Reparaturen selbst ausführen zu können. Shrikant Adawan nutzt die neuen Möglichkeiten schon. Er hat Kopierer und Drucker gekauft, denn die Leute brauchen Kopien von Bescheinigungen und Landurkunden für Ämter. Auch Passfotos macht er in seinem provisorischen Büro. Sein Service ist unverzichtbar, denn ohne Dokumentenkopien bekommen Inder keinen Kredit und kein Bankkonto. Früher mussten die Menschen 50 Kilometer in die nächste Stadt fahren, um Kopien zu machen. Jetzt, wo wir zuverlässig Strom haben, können sie Geld sparen und Zeit. Und ich habe auch ein Einkommen. In Chotki sind fast alle Bauern. Sie leben von und mit ihren Feldern. Bislang abgeschieden ohne Stromnetz. Aber mitten in diese Äcker hat Jungunternehmer Ashok Das ein kleines Solarfeld gebaut. Das liefert 30 Kilowatt Strom. Und weil das Dorf nicht so viel braucht, ist es mit anderen Feldern vernetzt. Also eine Art intelligentes Kleinstnetz, seine Erfindung. Indem wir so intelligente Mikronetze bauen, schaffen wir eine Basis, eine grundlegende Infrastruktur, die viele andere Dienstleistungen auslösen wird. Eine Wasserversorgung kann kommen, die Felder zu bewässern ist möglich, die Verarbeitung von Lebensmitteln, kühle Lagerung, medizinische Dienste, Fernunterricht. All das ermöglicht die Entwicklung des Dorfes. Seine Mitarbeiter können das Stromnetz eines Dorfes zentral steuern. Und sie sehen genau, wo mehr oder weniger Strom gebraucht wird, wo Reparaturen. Das könnte die Stromversorgung auf dem Land revolutionieren. Und Indiens Gesellschaft. Denn auch nachts kann man jetzt arbeiten oder einkaufen. Demnächst sogar kalte Getränke, weil der Ladenbesitzer in einen Kühlschrank investieren will. Seit wir Strom haben, ist mein Geschäft mehr geworden. Bis spät in die Nacht kann ich öffnen. Ich habe mehr Kunden und mehr Profit. Mit Strom ist das ganze Dorf auch an die Welt angeschlossen. Kann Fernsehen oder ins Internet. Und die Kinder machen nach der Feldarbeit noch ihre Schulaufgaben, damit sie es später mal besser haben.